Hallo Campingfreunde, mein Name ist Dominik von Virtual Campsite und ich habe von der Firma Allpowers ein kleines Paket zugesendet bekommen mit einer Powerbank. Und zwar handelt es sich hier um die Allpowers S300, mit dazu natürlich ein Solarpanel, was ich dann perfekt als Solargenerator nutzen kann. Und für wen das Ganze geeignet ist, das schauen wir uns an direkt nach dem Intro. So sieht die S300 ausgepackt aus. Ja, die wichtigsten Daten erstmal vorab. 300 Watt, nicht ganz, das sind 288 Watt. Die maximale Wattanzahl beträgt 500 Watt. Sprich, mal kurz 500 Watt zieht sie, ansonsten läuft sie dauerhaft auf 300 Watt. Ja, portabel ist sie, man kann sie überall mitnehmen. Sie hat ein Gewicht von gerade mal ca. 3,9 Kilo, eine Länge von 20,6 meine ich, sowie eine Höhe ohne den Henkel, sprich wenn der eingeklappt ist, von 16 cm und eine Tiefe von 11 cm. Dann schauen wir uns sie auch gleich mal von vorne an. Von vorne sieht es wie folgt aus. Ihr habt hier 2x230 Volt Steckdosen, sprich mit Wechselrichter. Direkt darunter befindet sich, ich hoffe man kann es sehen, wenn es grün leuchtet, das ist der Hauptan- und Ausschaltknopf. Natürlich ist das Ganze auch über Bluetooth mit deinem Handy zu koppeln, ganz einfach mit einer App von Allpowers, funktioniert super einfach, zeige ich euch später natürlich noch. Direkt daneben befindet sich der Gleichstromschalter, den machen wir nochmal an und dann sehen wir auch hier schon die 12 Volt Kfz, womit du wunderbar die Station einfach während der Autofahrt laden kannst, sowie auch auf der anderen Seite befinden sich 3 USB-A-Stecker sowie ein USB-C-Stecker. Und daneben befinden sich noch 2 Gleichstromausgänge, die mit 12 Volt rausgehen. Und hier oben drauf klappen wir jetzt mal kurz den Henkel ein. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Da befindet sich das Wireless NFC, sprich ihr könnt hier euer Handy, welches NFC-tauglich ist, ganz entspannt mit 5 Volt und 1 Ampere, klingt jetzt nicht viel, aber reicht völlig aus, hier super laden. Ansonsten verfügt sie noch über 2 weitere Input-Eingänge. Das ist der Anderson-Anschluss, natürlich, wenn Sie mit Solar die Batterie betreiben möchtet zum Aufladen oder mit der 5 mm einfach hier über das Netzteil den Strom einspeisen. Und für wen das Ganze jetzt gemacht ist, zeige ich euch. Und wir laden sie jetzt mal über das Netzteil auf. So sieht es aus. Einfach nehmen, steckst du ein und schon lädt sie. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen im Display sehen. Die Sonne, die blendet natürlich. Und das Ganze zeige ich euch jetzt mit der App. So sieht das Ganze dann über die App aus. Ich zeige euch mal, kannst es auch ganz entspannt das Licht einschalten. Es schaut dann so aus und ist natürlich perfekt, gerade am Campingplatz, wenn es dunkel ist, gehst du einfach in dein Handy rein, das hast du ja immer mit dabei, machst das Licht an und schon hast du hier dein Licht. Campingplatz ist natürlich perfekt. Ich befinde mich gerade auf dem Campingplatz und zwar auf dem Campingplatz am Marien. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das findest du hier in der Videobeschreibung. Schaut es euch gerne an, kommt vorbei, es ist wunderschön, natürlich in Rovinj. Wir machen das Licht jetzt erstmal wieder aus und schauen uns dann mal das Solarpanel an. So sieht es das Solarpanel aus. Es ist relativ groß, sind 100 Watt. Ich mache es mal für euch auf. Einfach hier den Schraubverschluss und dann öffnest es. Es ist wie gesagt faltbar, wunderbar. Und hinten drin ist das ganze Zubehör. Mach ich mal auf. Ich muss sagen, die Verarbeitung finde ich persönlich sehr gut. Hast hier einmal, zweimal
Dann hast du hier noch externe Anschlüsse und auch hier nochmal die MC4 Stecker. Da ist das Zubehör natürlich mit dabei. Da kannst du es ganz entspannt dann mit der Powerbank verbinden und das machen wir jetzt mal. So sieht es das Solarpanel aufgeklappt aus. Aktuell ladet sie mit nur 1 Watt, weil es aktuell gar keine Sonne mehr scheint. Hier direkt drüber fliegt natürlich auch gerade eine kleine Cessna und zudem habe ich auch eine Kühlbox angesteckt. Das ist eine kleine für unterwegs, eine Mobicool, und der aktuelle Verbrauch liegt jetzt bei 59 Watt. Zudem habe ich meine IQOS natürlich, ist am Laden, und das ist übrigens diese externe Schrankbeleuchtung LED, womit ich ja super zufrieden bin. Also die verlinke ich euch selbstverständlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Und so sieht das Ganze aufgebaut aus. Hier einmal über den USB-A Anschluss und einmal über den USB-C Anschluss sowie die Kühlbox ganz normal über Kfz-Stecker. Jetzt machen wir noch das Licht an. Schauen wir mal, wie weit der Verbrauch dann runter geht. Also aktuell sind wir dann bei 60 Watt. Und ja, man sieht, sie arbeitet, sie ist kräftig. Das, was im Hintergrund, das Rauschen, ist übrigens hier von der Kühlbox. So sieht das Ganze, wie gesagt, aufgebaut aus. Ich bin sehr zufrieden, sehr dankbar an die Firma Allpowers, die mir das Gerät zur Verfügung gestellt hat, was natürlich ideal für unterwegs ist. So sieht also das gesamte Paket aus, welches ich von Allpowers zugesendet bekommen habe. Ich muss sagen, die Verarbeitung ist wirklich top, auch hier von dem Stoff. Das heißt, es ist wasserabweisend. Ich habe es noch nicht getestet, ich werde es auch nicht testen, weil wenn es regnet, dann brauche ich sie sowieso nicht, dann kommt sie rein. Was natürlich super ist, ist ja hier überklett, das sind die Beine. Damit steht sie wirklich wunderbar hier auf dem Boden und 100 Watt, 88 Spitze erreicht sie. Ja, gibt natürlich auch größere. Die findet sie alle in der Videobeschreibung. Auch ein größeres Gerät findet sie in der Videobeschreibung. Das ist die S300. Wem sie reicht, der wird super zufrieden damit sein. Es kommt immer darauf an, was wollt ihr machen. Wenn ihr das Handy aufladen wollt, reicht sie aus. LED-Schrankbeleuchtung, reicht sie aus. MacBook aufladen, gar kein Thema. Aktuell, ihr seht es eh, ich lade gerade die GoPro damit. Reicht sie auf jeden Fall aus. Tablet, gar kein Thema. Jedoch, wenn ihr einen Föhn anschließen wollt, da wird es schon eng. Außer ihr findet einen Föhn mit 240 Watt, ist natürlich möglich. Oder ein Wasserkocher. Für einen Wasserkocher, ja, grenzwertig. Finde einen Wasserkocher mit 240 Watt, kein Thema, kannst du wunderbar bedienen. Alles, was drüber ist, wird es einfach schwer. Deshalb, ihr müsst abwägen, was für euch besser ist. Ich finde die Verarbeitung von Allpowers wirklich toll. Sie ist robust. Auch hier die Gummierung am Handgriff ideal. Was ein bisschen schade ist, wenn du jetzt hier einklappst, geht ein bisschen streng, was ja gut ist. Allerdings das Aufklappen ist schwer. Hier ist leider keine Kerbe drin. Also du brauchst hier schon ein bisschen Kraft, um hochzudrücken. Ja, nicht mit den Fingernägeln rein. Und die verliert sie auf jeden Fall. Ansonsten ist dieses Produkt absolut empfehlenswert. Und was das hier mit dem Video über die Powerbank und dem Solarpanel von Allpowers, welches ein wunderbarer Solargenerator ist, ideal natürlich auch für den Balkon, für die Terrasse, alles machbar. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Wie gesagt, ich befinde mich gerade auf dem Campingplatz am Marien hier in Rouvin. Schaut ihn euch gerne an. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lässt und natürlich gerne den Kanal kostenlos abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Ciao, euer Dominik.